Christoph hat den Wunsch geäußert, dass wir doch bitte endlich die Balkone fertig machen mögen. Und jetzt haben sich meine Mom und ich daran gemacht, dass wir da ein bisschen uns kreativ betätigen. Wir haben eure Kommentare durchgesehen und ja, haben da was gemacht. Noch kurze Sache hier. Ich habe hier, ich bin mir nicht genau sicher, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so eine Wasserhose. Gibt es das? Eine Windhose Eine im Wasser? Badehose. Nein, ich habe gedacht, so wie eine Windhose Das ist doch im das Wasser. Teil aus dem Legoland, oder? Genau, von der Ninjago. Ninjago Shop. Und auf jeden Fall, wieso auch immer, ist da ein Sprudel, der sich auf einmal in die Coole Höhe neue Idee. bewegt und er wird da hinaufgeschleudert. Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe mir zuerst gedacht, sowieso diese Hoverboards, die was übers Wasser fliegen. Irgend sowas wird so sein. Wie lange steht dieses Hochhaus schon hier und wie lange warte ich schon drauf, dass endlich alle Balkons bevölkert sind? Lange genug, dass hier ein paar Spinnweben waren. Ich wollte Genau. ja schon mal eure Vorschläge hier umsetzen. Rita hat es mir verboten, weil sie das machen wollte. Jetzt hat es, glaube ich, 2 Jahre gedauert und jetzt sind alle Balkons bevölkert. Gut Ding hat Weile. Ich Zeig will uns ja doch nicht mal die sagen. Highlights, Rita. Ich zeige euch natürlich alles, was neu ist. Die beiden Balkone hatten wir schon. Die darunter waren dann eben leer. Und ja, genau, das ist der eine, in dem das Eis runterfällt. Ja. Ah, ja. Und hier haben wir, das ist von einem Friendset, von einem von diesen Räumen, haben wir uns da inspirieren lassen. Es kam schon die Idee von euch mit einem Maler und wir haben uns jetzt gedacht, wir übernehmen das quasi. Da ist Popcorn, dieser kleine Gecko oder was das auch immer ist, diese Eidechse, und die wird gerade gemalt und er schaut ganz kritisch, damit er das wirklich auch schön macht. Coole Idee, wirklich. Dann haben wir diese beiden hier, da bin ich mir selber nicht ganz sicher. Die hat meine Mutter hier hingegeben. Ich glaube, dass die solche, dass die was immer auf solche Ausstellungen fahren, wo dann der schönste Hund gekürt wird. Und ich glaube, die richten den jetzt noch her und dann werden sie fahren und hoffentlich den ersten Platz machen. Deswegen schauen sie auch so ein bisschen grimmig, weil sie noch am Überlegen sind, welches Haar gehört noch getrimmt und welches passt genau. Cool, da könnte man den Figuren noch entweder eine Bürste oder ein Hundeleckerli oder was in die Stimmt, Hand ja. geben. Definitiv. Das holen wir uns dann gleich noch. Dann hier darunter gibt es einen Balkon, wo sehr viele Blumen sind. Die sind ja solche Öko-Blumen-Fans und die ja, gießen gerade ihre Blumen bzw. pflegen sie. Das finde ich eigentlich auch sehr nett. Auch mit den richtigen Oberteilen dazu, also vom Bauernhof bzw. den hatten wir auch aus dem Legoland. Sieht man jetzt mit der Gießkanne sehr schlecht, aber genau. Ja. Das ist der hier mit dem Pflanzenoberteil. Die sind bei den neuen Farm-Sets und City-Sets dabei gewesen, glaube ich. Genau. Ja. Den hatten wir schon. Den hatten wir schon, genau. Dann darunter haben wir eine etwas problematische Situation. Hier ist Mutter mit Tochter und der hauseigenen Katze und irgendwie, ich glaube, die Mutter hat die Situation dann noch nicht ganz so durchblickt, denn die Katze will sich ja schon halb vom Balkon stürzen und die Tochter läuft hinterher und möchte die Katze noch retten. Aber es wird sicher nichts passieren. Katzen da bin ich passiert mir ja ziemlich normalerweise nicht, sie fallen nicht so schnell runter. Das Ja. stimmt. Vielleicht will sie ihnen nur einen Schock bereiten. Die beiden mit den Guckern hatten wir schon, Genau, oder? die hatten wir schon. Die schauen hier runter, Ich weil glaube hier in der Sonne gebadet wird. Und zwar nennen wir es leicht bekleidet. Sehr leicht bekleidet. Genau. Dann haben wir hier auch noch eine ganz nette Situation. Da ist der Herr, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen ist, sich ein Bierchen gönnt und sie wollte ihm eigentlich ein Liebeslied vorspielen auf ihrem neuen Instrument. Aber ihr seht, sie ist nicht ganz zufrieden. Ich glaube, er hört ihr einfach nicht zu. Ja, da ist das Bier wohl Todmüde von der wichtiger, Arbeit. Ja. genau, als sonst was. Aber gut, es ist halt mal so. Diesen Holzschneider hatten wir auch schon. Den hatten wir schon. Und aufgrund dessen haben wir uns gedacht, wir geben hier auf den anderen Balkon 2 Herrschaften hin mit Kopfhörern, denn das muss ja mordslaut sein, wenn der hier alles zuschneidet. Und die ja, genießen ihren Balkon mit eben einem Hörschutz, guter Musik hoffentlich und Büchern bzw. Comics, die sie hier lesen und natürlich ein gutes Getränk darf auch nicht. Ja, sehr gut. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Genau. Rita, du musst näher an mich ran. Oh no. Diesen Flieger-Guy habe ich schon mal gesehen. Genau. Der versucht hier
Kommt aus einer Minifigurenserie, oder? Genau. Er versucht hier Ich glaube, es ist einen aber egal. Erstflug mit seinem selbstgebauten Flugmodell, Genau. sie mit dem Radio. Hatten wir auch schon, aber ist Ja, auch umplatziert schon. worden. Die ist eigentlich auch hier auf der Vorderseite gewesen. Ich habe sie jetzt auf einen kleinen Balkon verbannt Ja. quasi. Genau, dann darunter habe ich hier nur die dicke Katze noch platziert aus dem Legoland. Der hatte ja schon die Katze, die er gestriegelt hat. Der ist ja so süß. Also, glaube ich, die Katzen von ihm sind sein Leben. Und jetzt hat er noch eine zweite dazu bekommen, Ja. damit er noch mehr zu tun hat in seiner Freizeit. Ja. Das hatten wir auch schon. Da ist eigentlich nur diese Dekoration mit der Blume noch neu. Das ist eine Dame, die genießt gerade, ja, ihr Leben komplett mit Eis, Kaffee und was Süßem. Wow. Aber ich denke mir, Könntest du sein, Rita? ja, man muss sich auch mal was gönnen. Also da bin ich voll dabei. Dann hier drunter haben wir auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Dieser Herr hier ist ein Weltmeister. Ich glaube ja im Baseball, weil er hat so eine Art Baseballhandschuh als Putzlappen. Und er poliert gerade seine Pokale, die er alle hier aufgestellt hat. Also ein dezenter Angeber. Aber ich denke mir, wenn man so viele Pokale gewonnen hat, darf man das vielleicht auch. Sollten ihm auch nicht runterfallen. Dann Nein, das wäre doof. Das Bällebad haben wir Das- schon lange. Das das ist schon haben eine wir schon ältere lange. Idee. Genau, total cool. Die beiden Jungs. Dann. Genau. Diese Situation hatten wir auch schon. Das ist ja der sich, glaube ich, einen falschen Jäger der verklemmten Ja, Steine genau. eingeladen hat. Ja. Also da ist die Frage, ob das nicht irgendein Betrüger ist, aber gut, weil der Jäger der verklemmten Steine ist ja eigentlich bei uns bei der Farm, aber Ja. gut. Diese Situation Grill. hatten wir auch schon mit dem Ja, auch Grill schon. und genau diesem Pärchen, die ja, sich das schmecken lassen. Hier herunten etwas problematisch. Etwas problematisch. Ich glaube, das war definitiv ein Holland-Einfluss. Eine Hanfplantage auf dem Balkon. Ich glaube ja nicht, dass das okay ist, aber gut. Dieser Herr im Hippie-Look ist auf jeden Fall brav am Anpflanzen. Ich bin gespannt, wie lange diese Plantage dann wirklich hat. Aber gut. Dann haben wir noch diese zwei Kids, die musizieren am Balkon, genau mit Geige und so weiter und so fort. Das hatten wir auch schon länger. Was Neues ist darunter die beiden, ja, eher noch jüngeren Semester, die gerade auf dem Laptop ein Videospiel spielen. Ich hoffe, dass das jetzt dann noch hält. Auch das ist von einem Friendset bestickert worden, kann man das so sagen. Ein Laptop mit einem Computerspiel. Ich glaube, das ist Tekken definitiv. Mhm. Also da kämpfen eben zwei Sehen auch so gegeneinander. aus irgendwie. Und die spielen eben hier am Balkon mit zwei verschiedenen Controllern. Finde ich auch eine sehr, sehr nette Sache. Was Und hältst du davon? hier Mr. Mero. Ach ja, genau. Mit Mipi, Unikitty, Mipi, die aber natürlich auch schon lange bei uns eingezogen sind. Brickmatch-Tasse. Genau. Genau. Total cool. Also ich finde die Balkons super. Jetzt sind sie endlich alle bestückt und ich habe schon gesagt, schade, dass wir nicht eigentlich auf allen 4 Seiten des Hochhauses Balkons gemacht haben. Wir haben ja gesagt, wir machen sie nur auf 2. Das ist ja eigentlich ein leeres Haus oder besser gesagt ist innen ja dieser Holzpfosten. Genau. Aber ein total schönes Projekt. Oben ist ja wie gesagt noch diese VIP-Bar, wo wir auch sehr viele Minifiguren, Sigfigs platziert haben. Ja. Zum Beispiel Brick Parker, wenn ihr euch noch erinnern Ja. könnt. Dann ist auch irgendwo Stein auf Stein. Der ist hier vorne. Der Genau. auch. Der ist umgefallen. Oh, Schau mal. ja, er trinkt Bier und ist umgefallen. Das ist nicht gut. Er ist schon vom Hocker gefallen, aber nicht nur er. Wir sind mehrere umgefallen. Und hier Das- auch mit Das sind wohl starke Getränke am Start. diversen Künstlerinnen, also unser Hochhaus. Wir sind jetzt übrigens schon am Überlegen gewesen, weil auch von euch immer wieder die Vorschläge kommen, was wir mit den anderen Holzpfosten machen. Da gibt es ein paar Vorschläge, aber das ist natürlich ein Projekt, welches ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Genau. Ja, entweder schicke ich jetzt Christoph darauf oder ich muss mir einen Sessel holen, weil ich sehe das leider nicht so gut. Ja, Und dann wird das wieder berichtigt, definitiv. Ich schaffe es, glaube ich, dass ich darauf komme. Okay. Danke auf jeden Fall für diese liebe Einführung in die Welt der Minifiguren hier Sehr beim gerne. Hochhaus. Falls ihr fragen solltet, ja, ich bin am Planen des Bahnhof-Vorplatzes. Wir haben auch sehr coole Ideen von euch bekommen, was jetzt noch ein paar Ideen anbelangt. Ich bin am Überlegen, ob ich auf der Hinterseite nicht doch noch mehr oder weniger ein
Fenster oder 2 Fensterpaneele rausschneide, damit wir dort dann auch noch einen Eingang machen können, ähnlich wie er auf dieser Seite ist. Was wir mit diesem Platz machen, da habt ihr uns auch schon Vorschläge geschrieben. Oh ja. Also jede Menge Material. Dann kommt jetzt demnächst hoffentlich bald endlich mal der Jazz Club, wahrscheinlich hierhin. Also es wird sich einiges tun, aber wir lassen uns die gute Stimmung nicht vertun. Rita, was machst du jetzt? Ja, ich hätte eigentlich noch geplant, ein paar Minifiguren zu platzieren. Ich habe auch noch die Minifiguren, die ich von Christoph bekommen habe, aber das ist auch schon eine Zeit lang her, mit den Wizard of Oz Figuren. Oh ja, Wahnsinn, habe die ich hast du, auch glaube ich, noch Weihnachten bekommen. immer nicht platziert. Also sowas in die Richtung hätte ich eigentlich vor, aber das ist, glaube ich, sehr aufwendig. Das heißt, wer weiß, ob ich das heute Vielleicht beim nächsten Video, sonst beim übernächsten. definitiv. Macht euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Danke fürs Ja. Einschalten und baut was Schönes. Tschüss. Tschüssi.